Da bin ich wieder mit anderem Content nun. Normalerweise seid ihr es gewohnt, von mir Siege-Content zu sehen oder auch mal RTA-Content, aber ich habe es versprochen, dass ich Decks zeigen werde und heute sind wir so weit, dass ich Zuschauerdecks baue, 3 Stück an der Zahl. Ich weiß nicht, ob alles in ein Video passt, deswegen kann es sein, dass das eventuell auf, 2 Videos aufgeteilt wird, aber ich habe jetzt auch eine neue Playlist gebaut, alles rund um Decks. Da werde ich auch noch, über meine Decks ein bisschen was hochladen und so weiter. Also, es wäre auf jeden Fall gut, wenn ihr das im Auge behaltet. Dann seht ihr immer wieder, wenn irgendetwas Neues bezüglich der Decks hochgeladen wird. Falls ihr natürlich Interesse daran habt oder noch nicht so ganz, gut im Deckbauen seid. Ich werde die Decks auch tunen. Ich werde zeigen, ich werde sie mit SWGT und ich werde sie mit dem Optimizer bearbeiten. Ich werde es auch Schritt für Schritt euch erklären, damit ihr das versteht, wenn ihr das vorher noch nicht gemacht habt. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt erstmal viel Spaß beim Zuschauen. Wir fangen dann direkt mal mit dem ersten Deck an. Das habe ich euch auch schon ein paar Mal in den Videos gezeigt. Dieses Deck ist eigentlich ganz einfach zu bauen. Also wichtig ist hier, ich muss natürlich gucken, es ist nicht mein Account, deswegen müssen wir einmal durchschauen, aber wichtig ist natürlich, dass wir den Rakuni als allererstes moven lassen. Ich werde mir jetzt natürlich erstmal die, Runen zurechtlegen, wie sie am besten sein sollten und dann gucke ich mir hinterher noch mal an, was da geändert werden kann. So, also den Rakuni wollen wir auf jeden Fall, so gut es geht, tanky haben. Ich habe euch ja jetzt schon des Häufigeren gezeigt. Wir können jetzt auch mal schauen, was da, schneller wäre. Okay, hier hätten wir ein Speed mehr. Okay, die scheint, besser zu sein und auch die nicht. Ähm, ja, wir können natürlich, ja, wir können hier mit rangehen, das ist super. Und hier gehe ich mal, obwohl, Moment, wir nehmen lieber die hier. Ach, schaut mal, wir kriegen den sogar komplett auf Will, wie ich sehe. Ja, das ist doch wohl mal gar nicht so schlecht. Das ist ein super Bild, passt vollkommen. So, und dann brauchen wir natürlich bei einem Rakuni immer ganz wichtig S3 Erholung. Wirklich S3 Erholung und minus Crit Damage ist auch immer gut, immer super. So, und jetzt das Wichtige an der ganzen Sache ist, dass das Windhundemädchen tuned ist zu Rakuni. Und, das machen wir jetzt auch, zwar mit SWGT. Sekunde, ich werde es euch eben einmal zeigen, wie wir das machen. Genau da machen wir das. Und dann packen wir sie einfach mal rein. Sekunde, da haben wir sie. Und dann nehmen wir noch den Rakuni und die, Cassandra. Genau, die Feuer-Cassandra. Wir haben einen Speedlead auf ihr mit, 24 und, deswegen, wir haben jetzt auf dem Rakuni, also, ihr macht es dann einfach im Prinzip so, ihr gebt euren Wert hier ein. Der Speedlead war 24, der ist überall 24. So. Er hat 'n Swift-Set, sie auch, sie nicht. Ihr gebt dann euer Speed hier ein und jetzt wollen wir natürlich schauen, damit sie auf jeden Fall zueinander speedtuned sind. So, da müssen wir jetzt mal schauen. Der Rakuni, der hat 105 Base Speed und, gucken wir einfach mal mit, machen wir mal so. So, jetzt haben die natürlich das exakt gleiche Speed, das wollen wir nicht. Also gehen wir eins runter. Hier unten könnt ihr das dann sehen. Also hier seht ihr, wie das mit dem Speed ist. So, und im Prinzip funktioniert diese, Off so, ihr seid dran. Die wird meistens gegen die ganzen Tanisha, Edna Sachen gespielt. So, und normal, also das funktioniert dann so, selbst wenn ihr outspeedet werdet, ist gar kein Problem.
Sobald der Rakuni dran ist, pusht ihr die Cassandra hoch. Und danach ist dann das Mädchen mit dem Hund dran. So, jetzt schauen wir aber mal in-game. Wir machen das jetzt erst mal mit dem Optimizer, der in-game ist. Machen wir das erst mal damit und geben ein so, Sekunde. Wir müssen das einmal wieder rüber switchen, um das dann auch besser benutzen zu können. So, jetzt habe ich schon mal das eingegeben, weil das, leider mit dem Speedwert nicht ganz so hinhaut, wie es hier sein soll. Deswegen musste ich ein bisschen runtergehen. Im optimalsten, also, ich musste jetzt auf 2,24 runtergehen. Wir haben hier gesehen, dass wir aber 2,29 bräuchten. So. Im Idealfall seid ihr wirklich exakt tuned, wirklich. Also, wirklich komplett tuned, ne? Als Erstes der Rakuni und sie ein Speed langsamer. Gut, wenn das natürlich nicht funktioniert, dann macht ihr das einfach so, dass ihr recht nah an dem Wert seid, den ihr braucht. Und jetzt gehe ich natürlich noch mal rum und schaue nach, weil das ist, ja, ist schon besser, wenn wir da jetzt nicht, Crit Damage Rune nehmen, wofür auch immer. Das kann man dann ja immer noch mal, nachträglich ändern. So, das ist dann vollkommen in Ordnung. Und in den Artis ist es immer, also, sie ist wirklich das Target von der, Edna oder generell von dem Windunit, je nachdem, wie ihr das dann halt spielt. Deswegen definitiv nehmen wir dort Minuswind, hundertprozentig. Und, ja, wir nehmen hier am besten noch mal vielleicht 'n S3 ACC, weil sie damit halt auch noch mal pushbackt und so weiter. Das können wir dann auch optional machen. Hauptsache, sie ist tanky genug und dann passt das eigentlich. So, also wie gesagt, wir haben ihn jetzt gebaut so, er muss als Erstes moven, damit er hinterher die Cassandra hochpushen kann. Natürlich im allerbesten Fall wäre hier, ach, das habe ich jetzt noch gar nicht geguckt, das könnten wir eigentlich gucken. Im besten Fall wäre Tempo Shield Set, weil umso mehr Debuffs sie hat, umso mehr Damage macht sie. So, und wir schauen mal, ob wir das vielleicht hinkriegen auf dem Wert, aber oder vielleicht, wenn wir noch einen droppen, da müsste man dann halt Abstriche machen und überlegen, aber ich denke, das, funktioniert so nicht. Dann müssen wir halt leider so bleiben. Ne, das wäre dann einfach zu weit nach unten. Also, im Idealfall für euch wirklich, baut es aneinander, dass die beiden tuned zueinander sind und dass sie auf Tempo und Schildset ist. So ist es bei meinem zum Beispiel auch. So, und dann gehen wir jetzt rüber zu ihr. Sie, das ist vo also, die brauchen wir nicht auf Swift. Ihr geben wir definitiv ein, Damage-Set. Da zeige ich euch jetzt, wie das am besten funktioniert mit dem Optimizer. Ich bin ehrlich, ich benutze ihn jetzt auch nicht sehr, sehr häufig, aber er ist schon ganz gut, wenn man ihn benutzen möchte. Und, wir packen die jetzt auf Blade und Rage. Und hier ist uns ganz, ganz wichtig, nein, wir brauchen keinen Speed. Wir brauchen Attack, Crit Damage und Attack. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist immer das Problem, das ist voreingestellt, da solltet ihr definitiv den Haken rausnehmen, weil, ähm, sonst nimmt er nur die Sachen aus dem Inventar und zeigt euch nicht alle eure Runen an. So, hier unten, wir brauchen 100 Crit Damage, 100 Crit Rate und wir gehen mal relativ hoch mit der Attack. Ich denke, wir werden sehr viel rausbekommen und deswegen gucken wir jetzt einfach mal, nach. Ja, genau das ist es nämlich. Wir bekommen nämlich sehr, sehr viel raus. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie viel wir hier als Höchstes ballern können. Dann ändern wir das mal ein bisschen noch hoch und wir gucken auch mal, dass wir mit dem Crit Damage eventuell auf 190 kommen. Wir gucken mal, ähm, oder es wäre ganz schön, wenn wir da über 200 kommen. So, und das kann man alles natürlich hier eingeben. Und wir gucken jetzt mal, ob wir da rüberkommen. Ja, super. Das ist ja
mega. Wir kommen sogar noch okay, wir kommen noch höher. Dann gucken wir jetzt mal. Alles klar. Kriegen wir das auch auf das? Da muss man sich halt immer wieder ein bisschen genau, da muss man sich immer ein bisschen, ach, das ist bin in der falschen Spalte gewesen. Da muss man sich immer ein bisschen durchmodeln. Ich war in der falschen Spalte. So, na also, wusste ich's doch. Jetzt können wir nämlich weiter runtergehen. Ich habe mir nämlich gerade gedacht: immer noch so viel, immer noch so viel.“ Man kann dann auch noch mal hier hochgehen und kann ein bisschen höher setzen. Also, dann tut ihr halt einfach mehrere Builds noch bauen und gucken, ob wir das eventuell irgendwie hinbekommen. Bekommen wir nicht. Und deswegen machen wir gehen jetzt noch mal in einem kleinen Schritt runter und gucken jetzt mal, ob wir da irgendwas finden. Das ja, wir haben 3 Builds bekommen und dann kann man sich das hier noch mal, ja, man kann das sich hier höher packen und sieht genau dann, wo wir am besten Damage rausholen können und wie viel. Und jetzt gehen wir hier drauf und gucken einfach, wo die Runen sind. So, die werde ich jetzt einmal in-game auch verteilen. Ich, muss dann immer wieder ein bisschen switchen rüber. Ich mache das hier erstmal aus, damit ihr das in-game seht und ich gebe die jetzt einfach rüber. Das ist ja gar nicht mal das Problem, das brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen nämlich jetzt, die brauchen wir. Dann brauchen wir hier auch noch mal, diese. Die ist hier die. Dann brauchen wir da unten noch mal vom Homunculus. Hier auch Crit Damage. Das ist die falsche. Die ist die richtige. Das zeigt er uns ja zum Glück alles an. Und das ist das Gute daran. Und, wir können aber jetzt gleich noch mal nachgucken, ob der Ingame Optimizer, ob der da auch noch mal was anderes rausschmeißt. Das finde ich dann auch immer ganz spannend. Und hier brauchen wir die. So, jetzt wären wir bei dem Schaden und alles Mögliche. Also, das ist super und wir können hier nämlich auch noch mal hingehen, S2 Crit Damage und umso höher die ist schon ganz gut, die ist wirklich gut. Und dann würde ich sogar direkt sagen, dass wir die nehmen, weil hier ist obwohl nein, die ist sogar besser. Die ist tatsächlich besser. Ja, wir nehmen die hier. Und auf der anderen Seite, das lassen wir frei, weil es kommt halt drauf an. Also, es kommt halt wirklich drauf an, was für ein, Unit wir rausnehmen müssen, weil es ist ja manchmal, Tanisha, Edna und, ja, ein Dark Unit oder es ist ein 'n Licht-Unit oder noch ein Wind-Unit oder wie auch immer. Also, das linke Arti lassen wir frei, definitiv. Genauso wie hier die müssten dann noch geändert werden. Also, hier ist jetzt minus dunkel drauf, das, nehmen wir jetzt mal weg, so, weil das wollen wir da nicht. Na, Moment, so, das wollen wir jetzt in dieser Konstellation nämlich nicht haben, das nehmen wir auch erst mal weg. Die müssen nämlich dann, je nachdem, wenn ihr angreift, müssen die noch mal geändert werden, definitiv. Und hier schauen wir jetzt einmal ganz kurz noch mal der Ingame Optimizer, ob der uns was Besseres rausbrettert. Ich bezweifle es, wenn ich ehrlich bin, dass er das macht, aber wir testen es einfach mal aus. So, wir brauchen 100 Crit Rate und wir wollen machen wir mal 2300 Attack und Crit Damage wollen wir 270. Gucken wir mal, ob der uns überhaupt was rausbrettert oder etwas höherwertiges eventuell. Nein, tut er nicht. Also, ihr seht, mit dem Optimizer sind wir definitiv gut dran.
Und auch mit dem, Ingame Optimizer kann man arbeiten. Das ist gar keine Frage, wenn man zum Beispiel irgendwie was speedtunen möchte oder so. Aber wenn ihr das noch mal, bisschen, ja, exakter haben wollt, dann nehmt euch den Optimizer. Da packt ihr einfach nur eure JSON rein und dann sind wir hier schon fertig jetzt. Das ist genau so, wie es sein soll. Wie gesagt, er moved als Erstes, er pusht sie hoch, sie macht S2 und dann ist sie dran. Selbst wenn eine Edna als Erstes dran ist, wird sie auf sie gehen, also auf dieses Hundemädchen hier. Sie ist tanky genug. Im Bestfall ist sie exakt tuned zu ihm, also ein Speed langsamer und auf Schild. Aber wenn es nicht geht, dann geht's halt einfach nicht. Dann ist es einfach so. Und dann haben wir schon mal unser erstes Deck jetzt fertig und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Nachbauen und wenn ihr natürlich Fragen habt, könnt ihr das immer gerne machen und mir diese Fragen natürlich auch immer wieder gerne stellen in die Kommentare. Und dann machen wir einfach beim nächsten Video weiter. Das ist für uns jetzt so wie eine kleine Serie von Decks, die ich baue, die ich vorstelle und so weiter und so weiter. Also bleibt dran und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.